Well, good thing you have two brakes. That's true. So, gestern kam noch ein amerikanisches Pärchen hier am Zeltplatz vorbei marschiert und die meinten, oh cool, ja, wir fahren auch Motorrad, wir sind mit dem Motorrad da, wollen wir uns nicht am Abend noch zusammenhocken auf ein Bier und ein bisschen ratschen. Das haben wir dann gemacht und ja, er will auch noch die Südroute rausfahren heute. Allerdings wollte er alleine fahren mit einer relativ schweren Maschine. Dann haben wir gesagt, komm, dann schließen wir uns doch einfach zusammen und fahren wir halt zusammen raus. Und ja, zusammen macht es eh mehr Spaß. Das heißt, wir fahren wieder mit neuen Motorradfreunden die Südroute raus, schauen mal, wie es dieses Jahr so klappt, wie dieses Jahr die Straße aussieht. Und genau, mit dem treffen wir uns jetzt gleich. Der sollte gleich um die Ecke hier kommen. Und dann geht's los. Bin schon richtig gespannt. Hi. Should we go? Let's do it. Yeah? Yeah. All right, let's go. You want to go second? I'll go in the rear. If you like to. Yeah, okay. Und die ersten Meter Offroad beginnen. Bin echt schon richtig gespannt. Bin richtig gespannt. Der Anfang geht wieder schön am Fluss entlang. Es ist tatsächlich noch nichts geteert hier. Und jetzt schlängeln wir uns hier erstmal dem ja mehr oder weniger Feldweg hier im Fluss entlang. Also es ist auf jeden Fall ein gutes Stück trockener als das letzte Mal. Und das ist schon mal nicht schlecht. Und wir sind an der Ruine. No, it's okay. Ich fahre immer lieber hinten, weil dann ist mein Kopf freier. Weil wenn ich ständig irgendwie ein Motorgeräusch hinter mir höre, weiß ich nicht, das stresst mich noch immer. Obwohl es einen eigentlich nicht stressen sollte. Aber mein Gott. Und dann sind wir auch schon in der wirklich allerletzten Ortschaft, bevor dann lange nichts mehr kommt. Das ist einfacher als das letzte Mal. Last time I crashed in the river. Really? Not this time. No. Does anyone want to drive over there? On the bridge? Yeah. I'm okay. I'm good. Dieses Mal ist weniger Wasser drin. Kannst du fast normal drüber gehen. So, ich möchte einmal über diese Brücke drüber fahren, deshalb fahre ich jetzt nochmal zurück und dann nochmal über die Brücke.
That was fun. Wow. Wow. Wir kommen relativ schnell vorwärts und sind schon bald an der Stelle, wo wir den Fluss einmal kreuzen müssen, um auf die andere Seite zu kommen. And now the tough part begins. this one. I might take this side next time. Yeah. One, two. All right. That was all you. We need to drive over here. I guess this drop, the step is too big. This one. Yeah, this we need to drive there. Okay. I would stay right there. Yeah.
Hannes ist nicht losgefahren, also sind wir beide nochmal vorgegangen, um nachzuschauen, was gerade los ist. Ah! Oh, that's fucked up. That's a problem. Fuck me, that's really hard. Yeah, this is not the biggest, huh? I think we just put it out. Take it out of here. Yeah. Just Do we have the tools for that? Yeah, I think so. Once we get it out, what's the plan then? How do we hold it tight so we can bend it? Brian schaut jetzt halt gerade nach, ob er noch irgendwas mit dabei hat, ein größeres Werkzeug oder so, weil wir kommen mit dem nicht richtig vorwärts, das so zurückzubiegen. Ja, ansonsten ausbauen, Steine klöppeln, keine Ahnung. okay. Yeah. You can put the L right here if you want. Yeah, that's a good idea. We're gonna bash it over the rock. It's coming. A little bit. Yeah. Looks better. Ja, und so ging das dann eine Weile. Should work. Like a new one. It's okay. I mean, now it's out. Now you can, Yeah. You might as well make it as perfect as you can. yeah. Yeah. Unless you think it'll snap as you hammer it. It's super sturdy. Yeah. Ich will halt hier diese Biegung rauskriegen, ne? Müsste ich hier was aufliegen haben, aber das ist schwierig jetzt. Ich habe Angst, dass ich das hier verbiege. Aber das ist gut. Aber ob jetzt hier hinten das ein bisschen verbogen ist, ich glaube, das ist okay. Halt mal her. Das stört auch nicht. Also die Sturzbügel rentieren sich. Und ansonsten wäre der Kühler mal komplett im Arsch. Ja. Sind wir komplett draußen. Das hier ist komplett draußen. Aber es sollte noch fahren. Weil jemand den Ohrring vergessen hat, wieder alles raus. Ja. Wenn du Hilfe brauchst, sagst du es, ne? Nee, es sollte gehen. You like staying in the sun? Love it. Mm. Used to it. Perfect. No escape. Over there. Except over here. Oh, here. It's gonna work on my tan. I wanted to work on my tan and now I'm dead. Da liegt noch mal was, ne? Ja, der muss von hinten hin. Der ist jetzt schon dreimal hin und zurück gebogen. Das sollte nicht nochmal passieren, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob das so rum rein muss oder so rum rein muss. Down. Down? Yeah. If I remember correctly with my old bike. Is this completely Or flush? I think this makes more sense because it was on the other side.
So it's perfectly lined up. I see what you're saying. Doch nicht. Maybe you have more luck. I did this once and it was never the same, so. Right there is a little hole. There you go. Okay. Oh, watch out with your hand. It's hot. It's okay, I like the heat. Ah. Remember? Thanks. Looks good. I think she's in. You want to check it? Yeah. Thank you. Yeah. You had it well in hand. Some very skillful rock bashing. Alright. So. We're missing an O-ring. No. No. Fucking with you. Not in the mood for jokes? Yeah. Nah, we're good. Well, good thing you have 2 brakes. That's true. Aber da war eh noch Regenzeug dran. Das hat schön gepolstert. Aber hier. Deine Verkleidung sagt was anderes. Ja, die sagt was anderes, aber das kommt vom reingebogenen Sturzbügel. Hier, schau dir das mal an. Ja, das habe ich gerade vorhin schon gesehen. Ja. Und Ja. gut ist rum, ich mach die Werkzeuge weg. Yes. Brauchst du noch Hilfe? Nee, das dürft ihr euch hier hochquälen. Okay. Okay. Gerade wo wir fertig sind, kommt natürlich ein Auto. Jetzt müssen wir mich hier kurz wegfahren. Und jetzt müssen wir wieder rückwärts rollen. Ach, Scheiße. Big rock. Here, hold on. You good? Es ist einfach so krass warm. Auch ganz dezent warm. Man sieht es hier ein bisschen. Ich habe jetzt die Brille ausgezogen, weil ich brauche Wind. Ich hoffe, das geht hier klar mit den ganzen reinhängenden Ästen. Aber muss jetzt. Aber ich brauche echt, ich schwitze hier. Ich habe schon über 1 Liter getrunken. Das ist abnormal. Schon das erste Blatt im Auge, geil. Komm. Jawohl, kleine Maus. Jawohl. Ja. Oh. Wie geht's vom Bremsen her? Okay.
Thank you. Einfach eine atemberaubende Landschaft. Wir sind jetzt schon ein gutes Stück mehr als die Hälfte gefahren. Ja, und ich hätte jetzt dann ganz gerne mal eine Pause. Ich habe nämlich Hunger. Hunger und Durst.
Boah, und ich sitze. Ui, ui, ui. Auto. Huh? How many? Just whoa. Just him. Ciao. Wir haben gerade eine kleine Pause gemacht und ich schwitze einfach schon wieder. Oh. Aber die Pause hat jetzt echt gut getan. Wir sind im letzten Drittel der Südroute. Die Straßen werden wieder einfacher und die Landschaft bleibt einfach gleich schön. Allerdings lassen auch unsere Kräfte, wenn wir ehrlich sind, auch immer weiter nach. Die Hitze tut noch ihr Übriges, aber ja, es ist trotzdem richtig cool. Jo. Hi. Wo? Jo. Wir sind fast am Ende von der Südroute und diese Brücke ist einfach Hammer, die war das letzte Mal schon da. Die wird einfach nicht sicherer. Richtig stark am Wackeln. Aber es ist weniger Wasser drin als das letzte Mal. Ich wollte eigentlich reingehen, aber irgendwie steht es hier so ein kleines bisschen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und somit endet wieder eine Fahrt durch die Südroute durch. Wieder wahnsinnig viel passiert, erlebt, Spaß gehabt. Einfach Hammer. Es ist echt immer Wahnsinn, was auf dieser Strecke irgendwie passiert, welche Erinnerungen da geschaffen werden. Und ich weiß nicht, ob es an dieser Strecke liegt, ob es an diesem Land liegt oder ob es einfach daran liegt, dass man einige Stunden komplett fokussiert ist und einfach in der freien Natur draußen ist. Aber irgendwie habe ich diese Strecke echt in mein Herz geschlossen. Ich habe in diesem Tal und auf dieser Strecke nur liebe Leute kennengelernt. Und ja, ich bin echt sehr dankbar dafür. Let's go. Bye, Sir. So, das war gerade ein Polizeiauto und da sind einfach gerade 3 Polizisten und irgendein anderer Dudi ausgestiegen, zu uns auf die Brücke gekommen. Jeder schön Hallo gesagt und gelächelt, alles kein Problem. Der Letzte hat uns dann noch jedem die Hand geschüttelt und ob es uns gut geht und ob alles passt und so. Ja, passt alles. Und dann sind sie einfach weitergegangen über die Brücke, rein in diesen Wanderweg.
Und jetzt haben wir noch ein bisschen gewartet, weil wir eigentlich wissen wollten, was sie da so machen. Aber die sind jetzt einfach nicht mehr wiedergekommen. Die letzten Meter auf der Südroute. Ich weiß noch ganz genau, wie Jenny und Gregor da vorne auf die Knie gegangen sind. Oh mein Gott, Thea! Oh, und ich kann es so nachvollziehen. Oh, es war wieder traumhaft schön, sehr anstrengend. Dieses Mal hat es mehr Spaß gemacht, weil mehr Fahrkönnen mit dabei war, aber einfach wieder Hammer, einfach geil. Thea! Jawohl. In Bewegung 2 Stunden 20. In Bewegung. Lies mal alles vor. 3 Stunden 20 im insgesamten. Tankstelle, oder? Ja. Aber ich habe noch 2 Balken. 3, 4. Will we drive together to the next gas station? Let's do it. Okay. Okay. Dann, let's go. Mir tut's ein bisschen leid, dass Hannes sein Bremshebel unten kaputt gemacht hat. Aber jetzt haben wir die Situation auch schon einmal durch. Jetzt wissen wir, was wir noch anderes an Werkzeugen oder Ersatzteilen mitnehmen sollten. Und ja, ich meine, man lernt und es geht stetig voran. Und es ist schön zu sehen, wie es stetig vorangeht. Mein Spiegel ist irgendwie ein bisschen kaputt, muss ich später nochmal festziehen, sollte nichts Dramatisches sein. Ja. Ja, ich muss sie ein bisschen festdrehen, das hat so keinen Sinn. Der fällt mir nur ab. Ich finde es halt jetzt auch schon wieder so cool, dass wir Brian kennengelernt haben und Aaron, seine Freundin. 2 so liebe Menschen und halt auch wieder so komplett zufällig kennengelernt, weil die bei unserem Campingplatz an dem Zaun vorbeigegangen sind und die Maschinen gesehen haben und Hi gesagt haben. Ne? Wieder so random einfach. Es ist einfach echt schön. Das, finde ich, ist das, was das Reisen ausmacht. Diese ganzen vermeintlichen Zufälle. Wisst ihr, was ich meine? Weil, also ich glaube nicht dran, dass das alles immer Zufälle sind. Das passt schon so, wie es immer passiert. Das hat schon immer einen Sinn. Und das ist einfach echt schön. Das war jetzt wirklich schön. Ja. Ja. Hat jetzt echt Spaß gemacht. Absolut. Wir sind gerade in einem Supermarkt und ich habe mir gerade eben gedacht, schauen wir mal, wie viel Grad es jetzt in diesem Moment eben hat. Und es hat einfach noch immer 35 Grad und wir haben 5:30. Also es ist berechtigt, dass wir Wasser nachfüllen und schwitzen wie die Schweine. Genau, wir suchen jetzt halt einen Schlafspot. Wir haben auf Maps gestern Abend ein bisschen was gescoutet. Ich hoffe, die Dinger sind machbar, weil, ja, ansonsten, ich habe keine Idee. Die nächsten Plätze, die ich auch irgendwie so auf Maps gefunden habe, sind ansonsten noch mehrere Stunden entfernt. Und ja, jetzt halt schauen wir einfach mal, sind guter Dinge. Und wir müssten an dem Schlafspot ankommen, den ich rausgesucht hatte.
drüben. Jetzt geht's erstmal einfach straight ins Wasser. Ich ziehe gar nichts aus, weil das muss ich eh alles waschen. Da gehen wir jetzt halt einfach schnell rein. Und danach wird erst das Zelt aufgebaut. Es war so warm. Oh, ich freue mich jetzt so krass darauf, hier reinzugehen. Freust du dich auch? Ja. Schon, ne? Boah. Es ist scheißegal, wie warm oder kalt das Wasser ist. Da gehen wir rein. Wir bleiben jetzt gleich auch einfach in den nassen Klamotten, weil es ist schon wieder warm. Und ja, dann bauen wir das Zelt auf.